Hallo und herzlich willkommen bei der Historischen Bergungsgesellschaft. Wir sind mitten im Hochsommer 2022 und auch wenn es gerade ein bisschen bedeckt zu sein scheint, Temperaturen um über 30 Grad sind momentan keine Ausnahme, sondern über Tage hinweg inzwischen der Fall. Und mangels Niederschlag hat der Rhein, den wir hier sehen, inzwischen ebenfalls einen Rekordniedrigpegel erreicht. Die Folgen des Klimawandels treten aktuell ziemlich offensichtlich zutage. Abgesehen von unglaublich vielen negativen Folgen, die wir keinesfalls gering schätzen wollen, bringt diese Tatsache aktuell dennoch eine einzigartige historische Chance für uns mit sich. Denn als sich das Wasser weiter zurückgezogen hat, hat es große Strandflächen hinterlassen und dadurch wurden jetzt Bereiche freigegeben, die normalerweise völlig unzugänglich sind und unter Wasser liegen. Und es ist ja allgemein bekannt, dass die Strömung des Rheins sehr gefährlich ist. Normalerweise würde man an diese Stellen also überhaupt gar nicht herankommen. Immer wieder hört man jetzt aber gerade im Moment auch von Sensationsmeldungen, bei denen dann wieder Dinge auftauchen, die schon seit langem verborgen waren. Wir sehen es auch hier im Hintergrund beispielhaft. Auch diese Eisenstange wird lange im Wasser gelegen haben, denn ihr seht es auch anhand der Steine, dieser Bereich liegt normalerweise unter Wasser. Logischerweise sollte jetzt auch für uns die Möglichkeit bestehen, eventuell etwas seit langem Verborgenen wiederzufinden. Die Stelle, die ihr hier gerade seht, ist außerdem etwas Besonderes für uns persönlich, denn wir haben sie für die Erforschung extra angepachtet und dürfen mit einer zusätzlichen denkmalrechtlichen Erlaubnis nun hier Erforschungen auf unseren Pachtflächen am Rhein durchführen. Also, seid gespannt, was wir vielleicht seit langem Verborgenen jetzt wieder finden werden. Los geht's!
Wie wir bereits schon im Intro erkennen konnten, hat die Trockenheit eine Vielzahl von Dingen freigelegt, die den Augen bei einem normalen Wasserstand ansonsten verborgen bleiben würden. Altmetall an vielen Stellen versinnbildlicht das Ausmaß der Umweltverschmutzung durch den Menschen und leider waren die Folgen des Klimawandels aber auch an den Überresten toter Fische zu erkennen. Diese waren ganz offensichtlich der Hitze zum Opfer gefallen und wir wollten euch diese Bilder natürlich nicht vorenthalten. Während wir am letzteren gerade nicht viel ändern können, haben wir aber zumindest die Möglichkeit, während unserer Suche zeitgleich auch ein wenig sauber zu machen. Ob noch ein paar schöne Funde als Belohnung für unser Ansinnen dazukommen, das seht ihr jetzt im Anschluss. Na, wo bist du denn? Da! Eine Patronenhülse. Vorne abgebrochen. Die ist uralt. Ich würde vermuten, dass das mal eine Gewehrpatrone war, dass die vorne noch länger war. Wahrscheinlich aus dem Zweiten Weltkrieg. Wir müssen den Bodenstempel säubern und dann können wir da gleich noch mehr zu sagen. Oder besser gesagt später mehr zu sagen. Das ist was. Das sieht aus wie die Reste eines Hackens. Entweder ein Bootshaken oder ein Lastenhaken, mit dem man Waren aufs Schiff gehoben hat. Auf jeden Fall ein ziemlich alter Haken. Das kann man nämlich schon an den Riefen hier erkennen. Das ist ein ordentlich altes Stück. Sehr schön. Hier haben wir gleich die nächste Patronenhülse. Auch wieder leer, können wir also auch wieder mitnehmen. Super. Also ein paar Angelgewichte hatten wir ja schon immer, aber das hier ist auf jeden Fall ganz interessant. Das kann ich auch überhaupt gar nicht zuordnen.
Es ist aus Blei. Das kann man relativ klar sagen, weil es wirklich ziemlich schwer ist. Ich kann aber auch nicht erkennen, ob das mal irgendwo vielleicht als Gewicht an einer Angelschnur befestigt war. Sieht fast so aus, als ob das hier eine Art Gewinde ist. Das hier gehört dazu. Weiß ich im Moment nicht, wir müssen schauen. Aber das ist schon mal spannend. Kein gewöhnliches Angelblei, das sieht sehr besonders aus. Prima! Könnt ihr das hier sehen? Hier haben wir etwas, was wir nicht mit dem Metalldetektor gefunden haben. Das ist ein Stück Keramik. Was es genau gewesen ist, kann ich nicht erkennen. Aber man sieht es hier, eindeutig ist es keramisch. Hier war es eine Erhöhung. Ihr hört auch, ich bezweifle, was es ist. Aber das nehmen wir auch mal mit. Vielleicht ist es etwas, was die Archäologie interessiert. Ein Taschenmesser. Ein bisschen verrostet hier, aber man erkennt es noch. Das ist ein Taschenmesser. Coole Sache. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich den Detektor gerade mal weggelegt. Es ist unglaublich spannend heute, hier das Gebiet zu erkunden. Und wir haben hier wirklich viele Sachen, die man mit dem bloßen Auge finden kann. Ich habe hier eine Menge schwarzer Klumpen, Steine könnte man vermuten. Es sind aber keine Steine. Ich werde euch das gleich mal zeigen, wenn ich hier genügend zusammengefunden habe. Und hier kommt auch das nächste Stück Keramik dazu. Aber bevor ich euch das zeige, nehme ich jetzt mal diesen Stein hier, der ist nämlich schön hell. Und dann zeige ich euch mal, was es mit diesen schwarzen Steinen hier auf sich hat. Das sind, wie gesagt, keine Steine. Na, da gehen einige wieder verloren. So, und zwar haben wir hier mal einen wirklich schwarzen Stein. Wenn ich damit über diesen hellen Stein reibe, passiert überhaupt nichts. Die anderen schwarzen Objekte, die ich aufgehoben habe, ich hoffe, man sieht es gut, hinterlassen hier schwarze Striche, weil es sich nämlich nicht um Steine, sondern um Kohlestücke handelt. Auf dem Rhein wurde ja schon seit jeher Kohle transportiert. Einerseits, um Haushalte mit fossilen Brennstoffen fürs Heizen zu versorgen. Aus solchen Zeiten sind wir mittlerweile mehr oder weniger raus. Aber die Industrie, besonders wenn es um die Metallverarbeitung geht, in den großen Stahlwerken, die brauchen immer noch Kohle und Koks. Und das, was da benötigt wird, wird natürlich über die Rheinschiffe transportiert, schon seit jeher. Und anscheinend geht auch ein Teil der Ladung ab und zu über Bord und wird dann jetzt hier am Ufer wieder angespült.
Die Keramikscheibe, die ich gerade erwähnt hatte, ist diesmal komplett weiß. Vielleicht stammt sie von edlem Porzellan, was hier zu Bruch gegangen ist. Man sieht, hier sind Auswölbungen, könnte man sagen. Ob es mal eine Tasse war, möchte ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Könnte eventuell sein. Auch das werden wir natürlich jetzt gleich einmessen von der Position her und entsprechend dokumentieren, damit wir es einreichen können. Ein bisschen Kohle nehmen wir auch mal mit. Ich hatte hier zwei Signale, die sind immer hin und her gesprungen, aber tatsächlich, jetzt wird es mir klar warum, weil nämlich hier relativ nah beieinander eine Hülse und ein Projektil liegen. Tatsächlich habe ich die, glaube ich, immer wieder hin und her geschoben, durcheinander gewirbelt und deshalb habe ich nämlich diese beiden Signale gehabt und konnte das gar nicht richtig zuordnen. Hier ist wirklich richtig viel los gewesen. Hier ist nicht mehr so ganz viel von übergeblieben. Da ist oben schon wieder ein bisschen mehr abgebrochenes Projektil. Sieht hingegen ziemlich gut erhalten aus. Prima. Ja, könnt ihr es erkennen, das Signal ist immer hin und her gesprungen und ich habe es erst gar nicht gefunden. Aber hier sieht man es. Wieder ein Projektil. Richtig gut erhalten. Sehr schön. Fast die ganze Länge erhalten. Das ist sehr schön. Prima. Bodenstempel müssen wir mal gucken, wenn wir die sauber machen. Die ist natürlich ziemlich verkrustet, aber da lässt sich noch was machen. Ja, sehr schön. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie wievielte das jetzt ist. Aber es piept hier. Hier piept es auch noch mal. Da liegt Hülse Nummer 5. Total toll. Noch eine. Da, noch eine. Schaut. Noch zwei tatsächlich. Ist ja Wahnsinn. Wie ihr gesehen habt, war es eine sehr spannende Suche und wir haben diesmal einige wirklich historische Funde gemacht, die wir nun in unserer Fundauswertung ganz speziell betrachten werden. Bevor wir euch das zeigen, werden wir noch eine gründliche Recherche durchführen, Informationen sammeln und euch jetzt in der Fundauswertung anschließend zeigen, was dabei herausgekommen ist. Die Fundauswertung wird diesmal sehr opulent ausfallen, was ihr schon an der Landkarte hier im Hintergrund erkennen könnt, denn diese Landkarte wird ein ganz essentieller Bestandteil der Fundauswertung sein, weil sie zu den Funden gehört, die wir hier am Rheinufer finden konnten. Aufgereiht können wir die Funde nun erst einmal betrachten und werden mit dem Spatenblatt beginnen. Das war der erste Fund, den wir an diesem Tag gemacht haben. Und tatsächlich war es noch kein Fund mit dem Detektor, den hatten wir nämlich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht ausgepackt. Diesen Fund haben wir mit den Augen gesehen. Dieser Spaten hier lag relativ weit oben in der Böschung, nämlich genau dort, wo der Rhein eingedeicht ist, das heißt, wo eine Art Hügel angehäuft ist, und er lag relativ weit oben drauf und wir haben ihn gesehen. Es ist davon auszugehen, dass er also nicht angespült worden ist, sondern dass er dort schon relativ lange gelegen hat. Jetzt stellt sich natürlich immer die Frage, um was für ein Objekt es sich handelt, und wir ziehen dazu erstmal mehrere Faktoren heran, die wir in die Analyse mit einfließen lassen werden. Zunächst einmal gucken wir uns den Erhaltungszustand des Spatens an und da erkennt man
natürlich eindeutig, dass dieser Spaten nicht erst seit gestern an der Stelle gelegen hat, wo wir ihn auffinden konnten, denn man sieht, das massive Spatenblatt ist hier vorne weggerostet und dünn wie Papier. Allein das benötigt ja einige Zeit, um diesen Zustand herbeizuführen. Damit haben wir schon mal den ersten Faktor, der uns sagt, dass dieser Spaten schon ziemlich lange dort gelegen hat, wo wir ihn gefunden haben. Das nächste, was auffällt, ist die Größe des Spatenblattes, denn es ist wesentlich kürzer, als man das von einem normalen Spatenblatt gewohnt ist. Und wir haben uns dazu ein Referenzobjekt in Form eines ebenfalls sehr alten Spatens besorgt. Und man erkennt natürlich sofort, dass dieses Spatenblatt, was wir gefunden haben, um einiges kürzer ist als das Spatenblatt von unserem Referenzobjekt. Das heißt, der aufgefundene Spaten wird im Ursprungszustand wesentlich kürzer gewesen sein, als es bei einem normalen Gartenspaten sonst üblich ist. Faktor Nummer 3 neben Erhaltungszustand und Größe ist die Verarbeitung des Spatens, denn wir sehen, das Spatenblatt wird zum Stiel hin geöffnet. Das ist bei unserem Referenzobjekt ebenfalls der Fall, jedoch mit dem Unterschied, dass man hier eine Schweißnaht sieht, die es bei dem anderen Spaten nicht gibt. Das ist wiederum ein Hinweis auf das Alter des Spatens, dass dieser Spaten hier zu einem Zeitpunkt hergestellt wurde, als man Schweißtechnik noch nicht für die Verarbeitung verwendet hat. Der letzte wichtige Aspekt für unsere Analyse ist der Zustand des Holzes. Und auch hier sieht man, es ist im oberen Bereich komplett vermodert und von dem ursprünglichen Stiel ist nur noch das erhalten geblieben, was vom Eisen des Spatenblatts geschützt worden war. Und auch hier sieht man die großen Risse. Das Holz muss sich also viele, viele Jahre draußen befunden haben, um diesen Zustand zu erreichen. Wenn man diese beiden Spatenblätter nun miteinander vergleicht, dann sieht man doch deutliche Unterschiede. Nicht nur, dass dieser wesentlich kürzer ist, er ist wie gesagt auch anders gearbeitet und man kann hier, wenn man genau hinsieht, auch erkennen, dass der Spaten an der Seite geschweißt ist. Hier an diesem Spaten kann ich keine Schweißspuren erkennen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, um was für ein Objekt könnte es sich also handeln, wenn man doch so eine außergewöhnliche Spatenform gefunden hat. Diese 3 Anhaltspunkte, die wir nun schon einmal zusammengetragen hatten, haben wir dann noch mit Archivbildern abgeglichen und sind dabei auf das Bild eines Feldspatens gestoßen, wie es von der deutschen Seite im Zweiten Weltkrieg verwendet wurde. Dieses Bild seht ihr nun einmal als Vergleichsobjekt und wir können erkennen, dass sowohl die Form als auch die Größe sehr genau zu diesem Spatenblatt passt, was wir hier vor uns liegen haben. Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich also bei Fundstück Nummer 1 um einen Feldspaten, der auf der deutschen Seite verwendet worden ist. Damit konnten wir also das erste Objekt des Tages schon mal ziemlich zweifelsfrei identifizieren. Das heißt, dieser Spaten ist ein Weltkriegsobjekt, was wir dort schon am Rhein als allererstes direkt mit den Augen gefunden haben, noch bevor wir den Detektor ausgepackt haben. Das Fundstück Nummer 2 war dann die erste Patronenhülse, von denen ja noch einige zu einem späteren Zeitpunkt folgen sollten. Den Patronenhülsen insgesamt werden wir uns deshalb auch erst später widmen, weil sie nämlich in einem Gesamtzusammenhang stehen, aber dazu wollen wir dann erst später kommen. Fundstück Nummer 3 war dieser Haken und er wird definitiv in einem Zusammenhang mit der Rheinschifffahrt stehen. Vom Zustand her können wir wieder auf den Zustand des Spatens zurückkommen, denn auch hier sieht man, dass der Haken anscheinend schon sehr viele Jahre im Boden gelegen hat, sehr starke Rostspuren aufweist
Möglicherweise könnte es auch bei diesem Haken einen Zusammenhang zum Zweiten Weltkrieg geben. Möglicherweise ist er vielleicht aber auch noch älter. Das kann man aufgrund fehlender Anhaltspunkte leider nicht mehr ganz genau eingrenzen. Fundstück Nummer 4 war dann das mysteriöse Bleiobjekt hier, zu dem wir allerdings keine weitere Aussage treffen können. Wir haben selbstverständlich alle Funde bei der Archäologie eingereicht und es auch intensiv besprochen. Bei vielen Fundstücken konnten wir einiges herausfinden, was natürlich jetzt auch in die Fundauswertung mit einfließt. Bei diesem Bleiobjekt, da gab es keine Anhaltspunkte, worum es sich handeln könnte. Es könnte ein Angelblei sein, es könnte irgendeine andere Bewandtnis haben. Es gibt keine Informationen, was dieses Objekt sein könnte. Bei Fund Nummer 5 war es relativ klar. Es handelt sich um ein Taschenmesser, ein altes, älteres Taschenmesser, aber nicht ein ganz so altes Taschenmesser, also sehr wahrscheinlich ein Taschenmesser, das dem Angler am Rhein aus der Tasche gefallen ist. Wir treffen immer wieder auf Angler am Rhein, denen wir dann im Übrigen auch immer ganz viele Bleigewichte schenken, die auch bei unseren Funden immer mit dabei sind, um eine kleine Freude zu machen und die Bleigewichte zu recyceln. Ziemlich wahrscheinlich wird das Messer irgendeinem unglücklichen Angler mal aus der Tasche gefallen sein und er hat es dann nicht wiedergefunden. Weitere Sichtfunde gesellten sich dann bei Fund Nummer 6, 7 und auch Fund Nummer 8 dazu. Es handelte sich zunächst um unterschiedliche Porzellanscherben. Eine sehr alte Porzellanscherbe haben wir hier. Es ist massive, dunkle Keramik, innen glasiert mit deutlichen Krakelés, wie man es nennt. Diese Krakelés deuten auf ein hohes Alter hin. Diese Krakelés hier, wie man es nennt, diese kleinen Muster, deuten auf ein hohes Alter hin, denn sie sind Risse in der Glasierung, die erst mit einem Alterungsprozess entstehen. Ob es sich dabei um eine große Platte, Vorlegeplatte, irgendetwas in dieser Art handelt, das konnte man nicht mehr herausfinden. Es ist auf jeden Fall ein altes Stück Keramik, vielleicht ungefähr um 1850 hergestellt. Das ist allerdings nur eine ungefähre Theorie. Die zweite Porzellanscherbe ist sehr wahrscheinlich wesentlich jüngeren Datums. Man kann hier ein Riefenmuster erkennen. Es ist wesentlich feiner gearbeitetes Porzellan, möglicherweise von einer Tasse, die in den Rhein gefallen ist. In unserem Kästchen hier seht ihr die Fundstücke, muss man sagen, mit der Nummer 8. Ihr hattet es im Bericht vom Rhein schon gesehen, dass wir auch eine ganze Menge Kohlenstückchen gefunden haben. Und hierbei handelt es sich um die gezeigten Kohlenstücke, die man immer wieder am Rhein findet und die einstmals von der Ladung der Rheinschiffe verloren gegangen sind. Und sie werden dann immer mal wieder am Ufer angespült und fallen dann deutlich durch ihre Farbe und Form auf. Das heißt, diese Kohlenstücke, das ist ein Stück Industriegeschichte und man findet sie relativ häufig und immer wieder. Damit kommen wir zu Fund Nummer 9 und 10, unseren letzten beiden Funden, die jetzt tatsächlich mit einigen sehr interessanten Informationen verbunden sind. Denn wir konnten diesen Gegenständen noch einige Geheimnisse entlocken und die Geheimnisse stehen im Zusammenhang auch mit dem Spaten und daraus ergibt sich ein interessantes Gesamtbild, was wir rekonstruieren können. Und um euch das etwas genauer darstellen zu können, beginnen wir nun erst einmal mit der Identifizierung der Patronenhülsen. Und nachdem wir diese Informationen gesammelt haben, können wir das Ganze in einen Gesamtzusammenhang auch natürlich mit diesen Fundstücken Nummer 10,
den Projektilen und mit der Landkarte bringen. Also wechseln wir jetzt in die Nahaufnahme und gucken uns die Patronenhülsen mal etwas näher an. Den Bodenstempel haben wir nämlich ordentlich gereinigt und den werden wir euch nun einmal zeigen und analysieren, welche Informationen sich dem Stempel entnehmen lassen. Deutlich zu erkennen am oberen Hülsenrand ist hier zunächst ein S und daneben ein L. SL steht für St. Louis, und zwar das St. Louis Ordnance Plant in Missouri, USA. Damit können wir ganz deutlich sagen, dass diese Patronenhülse eine amerikanische Patronenhülse ist. Die Frage ist, aus welchem Jahr sie stammt, und auch das können wir entnehmen, indem wir nämlich hier unten diese kleine 4 betrachten. Die 4 steht für das Herstellungsjahr 1944. Dies war die Patronenhülse Nummer 1, die wir zuerst gefunden haben. Auch bei der Hülse Nummer 2, die wir fast gar nicht gereinigt haben, sondern einmal nur kurz abgewischt haben, kann man hier oben das S, das L und hier unten andeutungsweise eine 4 erkennen. Dasselbe wieder hier, hier und sehr wahrscheinlich auch hier. Damit haben wir einen sehr wichtigen Hinweis, denn das bedeutet, dass diese Hülsen alle aus derselben Charge stammen. Auf diesem Foto, welches kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entstanden ist, können wir ein Gebäude des St. Louis Ordnance Plant in Missouri sehen, welches die Patronenhülsen, die wir am Rhein gefunden haben, einmal hergestellt hat. Wenn ihr euch einmal genau die obere linke Seite des Bildes anseht, dann werdet ihr erkennen, dass man dort noch einen Teil des Schriftzugs erkennen kann. Vor allen Dingen das Wort Plant ist noch zu lesen und noch ein Teil des Wortes davor. Auf dem Firmengelände, zu dem auch dieses Gebäude gehört, wurden also die Patronenhülsen, die später in Wesel zum Einsatz kommen sollten, zunächst hergestellt, dann verschifft über den Atlantik, um nach Europa gebracht zu werden, von dort aus dann bis nach Wesel gebracht und schließlich am Rhein, wo wir sie wiedergefunden haben, eingesetzt. Alle Hülsen, das sieht man an den Abdrücken des Schlagbolzens, wurden auch abgefeuert und wurden also bei einer Militäraktion am Rhein verwendet. Nachdem wir uns jetzt darüber im Klaren sind, worum es sich bei den Patronenhülsen handelt, bleiben am Ende noch die Projektile offen, von denen wir uns mal dieses hier ganz genau in der Nahaufnahme ansehen wollen. Und auch dieses Projektil wird noch ein kleines Geheimnis freigeben, nämlich um welche Art von Geschoss es sich handelt. Das können wir aber erst erkennen, wenn wir einen ganz genaueren Blick in der Nahaufnahme darauf werfen. Und wie ihr bei der näheren Betrachtung seht, ist die Spitze dieses Geschosses schwarz gefärbt. Eine schwarz gefärbte Spitze bei amerikanischer Munition bedeutet, dass es sich bei dieser Munition um panzerbrechende Munition handelt. In dem Geschoss drin befindet sich nämlich kein Bleikern, sondern ein Stahlkern. Das heißt, wenn diese Kugel abgefeuert wurde und auf ein Ziel getroffen ist, dann konnte der Stahlkern auch eine entsprechende Panzerung durchbrechen. Dass es sich um panzerbrechende Munition handelt, kann man relativ leicht feststellen, indem wir nämlich einen Magnettest durchführen und schauen, wie der Magnet darauf reagiert. Und jetzt werdet ihr es gleich sehen. Da wird das Geschoss nämlich angezogen, weil es im Inneren mit einem Stahlkern versehen ist. Bei panzerbrechender Munition handelt es sich immer um Kriegsmunition. Das heißt, wir haben also einen deutlichen Zusammenhang zwischen den Patronenhülsen, den jeweiligen Projektilen und eben halt auch diesem Spatenblatt hier. Und wir haben dann einmal geschaut, welches Ereignis dafür der ausschlaggebende Faktor gewesen sein konnte. Und damit kommen wir nämlich jetzt auf unsere Karte hier im Hintergrund zu sprechen.
Ganz besonders wichtig wird dieser Bereich hier sein, denn wir sehen, hier fließt der Rhein entlang und dort befindet sich Wesel. Unser Suchgebiet befindet sich hier oben in Wesel-Bislich. Und im Jahr 1945 kam es in diesem Rheinufergebiet zur Operation Plunder. Die Operation Plunder vom 23. bis zum 24. März 1945 war eine gemeinschaftliche Militäraktion amerikanischer, kanadischer und britischer Streitkräfte, bei der es darum ging, den Rhein zwischen Wesel und Rees zu überqueren. Genau aus diesen Gründen haben wir die Weltkriegsobjekte auch an dieser Stelle finden können. Wir haben das Ganze nun weiter recherchiert. Die Operation Plunder sollte folgendermaßen verlaufen. Die Planungen der Operation Plunder sahen es vor, dass die 9. US Army hier in Wesel über den Rhein übersetzen sollte. Das hieß, dass sich die amerikanischen Truppen hier auf dieser Rheinseite sammelten, um dann anschließend in diesem Zeitraum über den Rhein überzusetzen. Die Engländer und Kanadier und Schotten sollten hingegen stromabwärts bis in Richtung Rees den Übergang in Angriff nehmen, was von der britischen Seite aus von der Second British Army durchgeführt wurde. Unser Suchgebiet befindet sich hier oben, wo wir Bislich erkennen. Und für Bislich war die 15th Scottish Division als Teil der Second British Army zuständig, um hier über den Rhein überzusetzen. Hier sehen wir also den exakten Plan der Operation Plunder, wie sie vom 23. März bis 27. März 1945 durchgeführt wurde. Deutlich zu erkennen ist, dass die 15th Scottish Division in diesem Bereich, wo unser Suchgebiet liegt, nämlich bei Bislich, über den Rhein übergesetzt hat. Es gibt sogar ein Originalfoto von diesem Tag, das wir in Archiven mit mühevoller Arbeit wiederfinden konnten, und es zeigt, wie die britischen, besser gesagt die schottischen Soldaten gerade angelandet sind und das Rheinufer auf der anderen Seite betreten. Allerdings haben wir durch diese Tatsache nun ein Erklärungsproblem, denn wie ihr ja vorhin gesehen habt, haben wir in diesem Rheinabschnitt, den wir erforschen dürfen, amerikanische Patronenhülsen gefunden. Keine britischen Patronenhülsen, wie man sie eigentlich hätte finden müssen. Das ist nun erst einmal nicht zu erklären. Wir haben es deshalb genau recherchiert, um dort noch mehr Informationen zu erhalten, und haben dabei festgestellt, dass es nicht sein kann, dass zum Beispiel Soldaten der Briten Munition der Amerikaner übernommen haben. Diese Möglichkeit scheidet aus, da die Briten andere Waffen als die Amerikaner verwendet haben, auch mit anderen Kalibern. Wenn wir nun einmal genau auf das Bild schauen, welches wir von diesem Tag gefunden haben, als am 24. März 1945 die Schotten an unserem Suchgebiet über den Rhein übersetzten, dann sehen wir, dass die Soldaten als Gewehre Lee-Enfield-Gewehre verwenden, die eben halt nicht dem Kaliber entsprechend, was in der US-Armee als Standardkaliber verwendet wurde. Das gleiche gilt nämlich auch für das Maschinengewehr, das wir bei dem Soldaten im Vordergrund erkennen können. Es ist eine sogenannte Sten Gun, die ebenfalls mit einem anderen Kaliber geladen wurde. Dies bedeutet also, dass es ausgeschlossen ist, dass sich die Schotten
von den Amerikanern Munition ausgeliehen haben könnten. Das ist also nicht möglich. Es ist also an dieser Stelle erst einmal nicht zu erklären, wie also amerikanische Munition in den britischen Sektor gekommen ist. Die US-Patronenhülsen sind also an dieser Stelle schlichtweg historisch falsch. Es muss also eine andere Erklärung geben und diese Erklärung ist nicht auf eine geschichtliche, sondern eine natürliche Ursache zurückzuführen. Wir hatten ja gesehen, dass die Amerikaner in Wesel über den Rhein übersetzten und dort kämpften. Hier geht es stromabwärts in Richtung Wieslich, also zu unserem Rheingebiet, an dem wir unsere Nachforschung durchführen dürfen. Und damit haben wir die Erklärung, die starke Strömung wird sehr wahrscheinlich die Hülsen im Laufe vieler Jahre versetzt haben, sodass sie nicht mehr am ursprünglichen Ort lagen, sondern eben halt stromabwärts weiter unterhalb angespült worden sind. Dort haben wir sie dann während der Trockenheit und dem abfallenden Wasser als Objekte wiedergefunden, die angespült worden sind. Das wäre die einzige Erklärung, die uns dazu logischerweise einfällt. Es gibt auch noch ein letztes Indiz, was die Theorie mit der Strömung sehr stark zu unterstreichen scheint. Und dieses Indiz wird deutlich, wenn wir uns einmal die unterschiedlichen Größen der Patronenhülsen genau ansehen. Durch die Identifizierung der Bodenstempel wissen wir, dass alle Patronen aus derselben Charge stammen und können trotzdem erkennen, dass nur noch unterschiedlich viel von den Patronen erhalten geblieben ist. Und das spricht eindeutig für eine mechanische Einwirkung, die dort stattgefunden hat. Diese Hülse hier am Ende ist die, die noch am meisten erhalten geblieben ist. Ganz im Gegensatz zu der allerersten Hülse, die wir gefunden haben. Man erkennt, dass nur noch der untere Teil erhalten geblieben ist. Ungefähr die Hälfte ist noch von der Hülse da. Und die Erklärung dafür ist ganz einfach. Der obere Teil war immer aus wesentlich dünnerem Blech gearbeitet, was einerseits viel Material sparte. Außerdem ist der Gasdruck beim Abfeuern der Patrone im unteren Teil wesentlich höher als im oberen Teil. Also musste zwangsläufig der untere Teil der Hülse massiver gearbeitet sein. Wie kommt es also, dass die Hülsen aus demselben Ursprung in so einem unterschiedlichen Zustand sind? Die Erklärung dafür ist ganz einfach. Dadurch, dass die Hülsen mit der Strömung des Rheins mitgerissen worden sind, hat sie die mechanische Einwirkung unterschiedlich zerstört. Nehmen wir einmal im Vergleich dazu normale Bodenfunde. Bei einem normalen Bodenfund würde die Hülse einfach in den Boden fallen und dann würde sie genauso erhalten bleiben, wie sie zum Zeitpunkt der Benutzung verwendet worden ist. Sie würde dann mit Erde überdeckt, aber es würde sich nichts mehr am Zustand ändern. Hier sehen wir deutlich, dass sich der Zustand ganz unterschiedlich verändert hat. Von fast vollständig erhalten bis nur noch zur Hälfte erhalten ist alles mit dabei, was natürlich durch die Reibungswirkung der Strömung auf dem kiesigen Untergrund zustande gekommen ist. Das heißt, der unterschiedliche Erhaltungszustand unserer Patronenhülsen, die wir hier haben, spricht nochmal ganz eindeutig für unsere Theorie, dass sie von der Strömung mitgetragen wurden und dann an der Stelle zum Liegen gekommen sind, wo wir sie dann gefunden haben. Die Hülsen wurden also mit der Strömung immer weiter fortgetragen. Und beim letzten Hochwasser haben sich die Hülsen dann an der Stelle gesammelt, wo wir sie gefunden haben. Das erklärt nämlich auch, warum wir die meisten Hülsen an einem Ort gefunden haben. Die leichteren lagen nämlich etwas weiter hinten. Das heißt, dadurch, dass sie etwas leichter waren, wurden sie dann wahrscheinlich von der Strömung noch etwas weiter fortgetragen als die länger erhaltenen Hülsen. Um uns noch einmal einen Überblick über die Fundsituation, also diejenigen Umstände, unter denen wir die Patronenhülsen gefunden haben, zu verschaffen, haben wir zur Veranschaulichung diese Karte des von uns begangenen Rheinuferabschnitts gezeichnet. Die erste unserer Patronenhülsen haben wir an dieser Stelle hier gefunden. Einige 100 Meter weiter stromaufwärts lag die zweite Hülse und noch ein Stück weiter in dieselbe Richtung fanden wir dann die restlichen Patronenhülsen und auch die Projektile gehäuft an der dritten Stelle.
Soweit die vorliegenden Fakten. Auffälligerweise befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Fundstelle Nummer 3 eine steinerne Insel mit einem Schifffahrtszeichen mitten in der Fahrrinne des Rheins. Durch das Hindernis im Wasser lässt die Strömungsgeschwindigkeit hinter der Insel deutlich nach. Manchmal kommt es sogar vor, dass man dort eine kleine Verwirbelung im Wasser ausmachen kann, was eindeutig auf ein Nachlassen der Strömungsgeschwindigkeit hindeutet. Durch die fehlende Kraft des Wassers konnten die Objekte mit einem höheren Gewicht ganz offensichtlich nicht mehr weiter hinuntergetragen werden und setzten sich genau an dieser Stelle ab. Bei schwereren Objekten, wie zum Beispiel den Projektilen, erscheint dies ganz besonders logisch. Die gefundenen Patronenhülsen wiesen jedoch ebenfalls eine spezifische Eigenschaft auf. Sie waren im ursprünglichen Fundzustand, nämlich mit Sediment, Sand und Schlamm gefüllt, wodurch sie ebenfalls ein höheres Eigengewicht aufwiesen. Die beiden Hülsen, die von dieser Stelle aus gesehen weiter stromabwärts lagen, waren nicht mehr vollständig, sondern nur noch etwa zur Hälfte erhalten und nicht mit einem beschwerenden Inhalt gefüllt. Bedingt durch das geringere Gewicht konnten diese Hülsen von der Wasserkraft höchstwahrscheinlich noch weiter versetzt werden, was schlussendlich die verändernde Einwirkung des Wassers auf die Position der Fundstücke noch einmal verdeutlicht. Damit können wir am Ende eben halt noch ein weiteres Mal beweisen, wie die amerikanischen Patronenhülsen in einen englischen Sektor gekommen sind. Der natürliche Prozess der Strömung des Rheins wird also dazu geführt haben, dass die Patronenhülsen im Verlaufe der 77 Jahre, die seit der Operation Plunder vergangen sind, den Rhein immer weiter hinuntergetrieben worden sind und am Ende an der Stelle zum Liegen gekommen sind, wo wir sie dann aufgefunden haben. Theoretisch verfälscht das natürlich die historische Aussagekraft, weil auf einmal Objekte der Amerikaner in einem britischen Gebiet wiederzufinden sind. Allerdings haben wir natürlich diese Erklärung durch die natürlichen Gegebenheiten und es ist klar, wie die ganzen Hülsen, die wir hier gefunden haben, zu diesem Platz am Ende gekommen sind. Damit sind wir am Ende der Fundauswertung angelangt, die uns diesmal auch noch einen Ausflug in die Geschichte beschert hat. Und ich persönlich finde es immer ganz besonders wichtig, natürlich auch den Hintergrund der Funde zu erläutern, damit man eine Gesamtaussage hat, aus der man vielleicht auch wieder weitere Rückschlüsse und Erkenntnisse ziehen kann. Zum Abschluss werden wir euch jetzt noch in einer Fundschau all unsere Objekte zeigen, die wir in unserem Rheingebiet am Rheinufer in Wesel-Bislich finden konnten. Viel Spaß bei der Fundschau! Bevor wir zum Ende unseres Videos kommen, haben wir auch noch eine Überraschung für euch. Es gibt hier auf dem Rhein einen historischen Mississippi-Dampfer und mit diesem Mississippi-Dampfer, der River Lady, den wir hier gerade an uns vorbeifahren sehen, werden wir jetzt eine kleine Flusskreuzfahrt machen und euch ein paar Eindrücke vom Rhein vom Wasser aus zeigen. Viel Spaß!
Die Fahrt mit der River Lady führte uns von Wesel stromabwärts in Richtung Rees und damit direkt durch das frühere Kriegsgebiet während der Operation Plunder. Auch unser Suchgebiet konnte man vom Wasser aus noch einmal aus einer ganz anderen Perspektive betrachten. Es war eine ruhige Fahrt bei herrlichstem Sonnenschein, wodurch alles um uns herum unwahrscheinlich schön und friedlich wirkte. Unsere Funde erzählen jedoch eine ganz andere Geschichte, wodurch sich mir zwangsläufig die Frage stellte, wie sehr sich wohl meine Mitreisenden über die Vorgänge von vor 77 Jahren bewusst waren. Die Vergangenheit können wir zwar nicht mehr ändern, dafür aber aus der Geschichte lernen, damit sich schreckliche Ereignisse nicht wiederholen. Einen Beitrag zur Geschichtsschreibung zu leisten, und sei er auch noch so gering, ist mir nicht nur ein ganz dringendes Anliegen, sondern mit der Hoffnung verbunden, vielleicht auch ein Bewusstsein schaffen zu können, wie bedeutend es ist, für Frieden und Verständigung einzutreten. Künftige Herausforderungen, wozu natürlich auch das Eintreten gegen den Klimawandel zählt, werden sich nur gemeinsam bewältigen lassen. Nachdem wir jetzt viel über die Vergangenheit gesprochen haben, werden wir uns nun noch einmal unserem Rheinuferabschnitt zuwenden, um uns dort ein aktuelles Problem zu vergegenwärtigen, welches wir künftig nur in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit werden lösen können. Wir hoffen, dass ihr eine sehr kurzweilige Zeit mit uns hier am Rhein hattet, und genauso hoffen wir natürlich auch, dass es bald wieder regnen wird, damit sich die Wasserstände hier wieder auffüllen, um euch einmal zu zeigen, welche Folgen der Klimawandel mit sich bringt und wie groß der Unterschied des Wasserstandes ist, haben wir hier noch ein paar Bilder für euch, die wir euch zum Abschluss zeigen wollen, damit man mal den Kontrast zwischen Hochwasser und dem jetzigen Niedrigwasser sehen kann. Also, bleibt uns treu und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!